Ich bin heute hier einen Tag vor unserer großen Tour in die Schweiz, habe alles gepackt und es geht jetzt an den Versuch einer zweiten Probefahrt. Die erste ist ja leider misslungen. Tatsächlich hat sich eine Gabeltasche gelöst. Dank längerer Schrauben an der Halterung sollte es jetzt aber funktionieren. Es ist fast wie am Brenner hier. Man sieht den Regen. Hier schön über den Kamm drüber. Und wir haben es geschafft. Tommy! Hier ist der Gepäckträger ab. Kurz vorm Reifen. Wir brauchen ein Fahrradladen. Money, money, money. 9 € für eine Bratwurst mit Brötchen. Oi. Wo kommt das denn her? Wie ist da plötzlich so eine Dose reingewachsen? Und kommen immer an diese an die Regenhose dauernd. Und Dinger abschneiden, gell? da kleben die quasi an der Hose dran. Wir haben jetzt heute über den Wind zu kämpfen. Ich schaffe es gerade so 20 zu halten. Ne? Wir sind am Ende unserer Kräfte. Und hier ist nichts zu sehen. Oh, der frast wie ein Irrer hier. Fährt wie ein Irrer. Ah, das ist unglaublich schön, diese Strecke hier. Das ist meine Tasche. War das eben meine Tasche? 23.07.2025. Wir sind am Frankfurter Hauptbahnhof verabredet. Hier beginnt unsere Reise. Einen wunderschönen guten Tag, nicht guten Morgen. Wir sind am Frankfurter Hauptbahnhof und gleich geht's los mit der Tour in die Schweiz. Unser Zug bringt uns erst einmal nach Lindau an den Bodensee. Richtig. Und ich muss wie immer am Anfang der Tour noch am Rad basteln. Genau. Das mache ich jetzt. Ich bringe jetzt meine neue Tasche an. Und weil wir 10 Minuten Verspätung haben, beziehungsweise der Zug, ist das kein Problem. Also mal Gabeltasche schauen. So. Ja, der Grund ist sehr einfach. Björn braucht mehr Kapazität in den Taschen, da wir unsere Essensvorräte mitnehmen müssen. Kommen nämlich abends erst an und alle Geschäfte werden geschlossen sein. Da, guck mal hier. Lindau. Da ist dran. Wir haben hier ein Gepäck gefunden für uns Gabeltasche. Unsere geplante Tour führt uns von Rindau-Reutin über Bregenz, Vaduz in Liechtenstein, den Walensee, Luzern, den Furka-Pass über Andermatt, dann durch das Wallis, Rhontal bis Martigny und am Südufer des Genfersees bis nach Genf entlang. Insgesamt haben wir das Ganze für 5 Tage geplant. Hi. Hast du das Wetter gesehen? Ja, es sieht kacke aus. An allen Tagen bis Samstag. Ja. Wie letztes Jahr. Richtig scheiße. Ja. Wiederholung von München-Gardasee. Im Regen, 6 Stunden im Regen. Machen wir das wirklich? Oder? Ich weiß nicht. Wir müssen gucken. Also, vielleicht müssen wir die Route umplanen. Ja, könnte sein, ja, dass wir vielleicht irgendwie gucken, dass wir, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie entweder nicht über die Berge fahren oder anders über die. Wir müssen auf jeden Fall zum Kastanienbaum, ja, das haben wir schon gesagt. Naja, was sind unsere Limits? Schnee und Gewitter. Okay. Also bis morgen müssen wir uns entscheiden. Dann müssen wir uns entscheiden. Ja, lass uns morgen nochmal sprechen. Ja, lass uns morgen sprechen. Können wir über WhatsApp schreiben, ob wir uns so entscheiden, ja? Du hast doch gesagt, da gibt es irgendwie so eine coole App. Die lade ich mir mal runter. Ja, von SRF Meteor kannst du halt hier gucken, ja? Okay.
Dann gucken wir uns das mal an. Ja, genau, hier ist er. Ja. Okay. Okay, schicke ich dir den Link. Alles klar. Dann bis dann. mach's gut. Bis Ciao. dann. Ciao. Möglicherweise fahren wir ein Tal weiter westlich, um eine Gewitter- und Regenfront zu umgehen. Wir haben sicherheitshalber eine feste Unterkunft angefragt. Wir sind jetzt in Lindau-Reutchen angekommen. Jetzt geht's los bei Kilometer 0. Unsere Tour in die Schweiz startet und wie man sieht, strahlender Sonnenschein. 25 Grad, Ja, bestes Wetter. Ja. Super. Hoffentlich haben wir nicht viel Regen. Bis später. Los geht's. Oh, wir sind in Österreich. Willkommen Schweiz. Spiel in Österreich. Ein kurzes Heimspiel. Und auch wenn es so auf den Aufnahmen nicht danach aussieht, vor uns liegen dunkle schwarze Wolken, genau in Richtung Liechtenstein, wo wir eigentlich hinfahren wollten, um die erste Nacht zu übernachten. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, die Strecke weiterfahren oder die umgeplante Route nehmen, die uns Richtung Winterthur führt, durch den Thurgau und dort die feste Unterkunft doch noch klar machen, die wir schon im Auge hatten. Nach dem Irrtum eben erreichen wir nun tatsächlich den Grenzübergang Höchst in die Schweiz. Wir fahren durch. Und die ersten Eindrücke in der Schweiz sind sehr gute, saubere Straßen in erstklassigem Zustand. Jetzt kommt hier CH. Schweiz. Wir haben uns jetzt entschieden, die alternative Unterkunft zu nehmen, die wir bereits bei Airbnb gefunden haben, in Wigoltingen, in Thurgau, ein paar Kilometer vor Frauenfeld, denn das Zelt wollen wir nicht im starken Regen aufbauen. Lieber verzichten wir auf Liechtenstein. Die Radinfrastruktur perfekt, oft findet man diesen Randstreifen, den man hier sieht. Bemerkenswert auch neben der Qualität der Radinfrastruktur die Bündelung der einzelnen Verkehrsträger. Bahnstrecke neben Straße, neben Radweg, neben Autobahn, neben Wasserstraße. Das ist typisch Schweiz. Oh, ein Schweizer Schnellzug. Von der pünktlichen Schweizer Bahn. Machen wir jetzt schnell, ich schmeiß wir gleich weg. Oh, hier steht offizielle Säcke. Okay. Aber soll ich das in die Tüte tun? Oh, es gibt ein rotes Stück vorne. Ja. Road feels long, but keep going. Feet are tired, but you're showing. Strength inside, don't stop growing. Lights will guide you, keep hoping. Sky is dark, but stars shining. Through the clouds, no hiding. Heart like fire, keep on fighting. Every step you'll be. Mach noch eins hochkant. Also, machen wir erstmal so eins. Öl. Krass, die andere Linse ist voll verdreckt irgendwie. Ja, von meinem Schweiß. Hochkant.
Vor 22 Uhr müssen wir da sein. Da ist es bereits dunkel. Und wir haben noch über 50 Kilometer vor uns. Schaffen wir es wirklich? Der Zeitdruck ist enorm. Wir müssen uns ranhalten. Hills are steep but keep pressing. Winds are strong, they're just testing. Push through pain, you're confessing. Through the storm, you're progressing. Keep climbing, keep rising. Dreams like fire igniting. With each breath you break free. Victory's waiting, you'll see. Mountains. Dämmerung setzt ein. Und was benötigt man als Radfahrer? Natürlich Licht. Ein kurzes Telefonat, nachdem ich mein Licht vergeblich gesucht habe, bringt hervor, dass ich es leider zu Hause vergessen habe. Sprich, ich bin ohne Frontlicht unterwegs. Björn leiht mir in seiner Großzügigkeit seines und fährt selbst mit Stirnlampe. Wir sichern uns gegenseitig ab. Keep climbing, keep rising. So, wir sind zu zweit. Wir fahren jetzt fast nebeneinander. Wir sehen, dass es hier sich überwiegend um Radwege handelt, wobei wir in der Schweiz eben das erste Mal angeflaumt wurden von einem Autofahrer, der gemeint hat, das ist kein Veloweg hier, nein. Und lernt mal unsere Gesetze, Deutsche. Ja. Wirklich so ein Spruch kam. Ich habe Hals gehabt, der hat mich regelrecht ausgebremst. Zuerst hat er mich geschnitten, ganz knapp überholt, ausgebremst. Ich habe dieses Schild Radfahren nicht gesehen. Es war aber eine ganz normale Stadtstraße, also keine Autobahn oder irgendwie mehrspurige Straße. Und ja, Jan hat das Schild gesehen, ich nicht. Und die Straße war leer, es war kein Auto, ich habe keinen behindert. Das war wirklich komplett. Der Typ ist extra wegen mir diesen Umweg gefahren, um mich anzuflaumen und ist dann wieder zurück auf der anderen Seite und hat hier auch auf die gleiche Adresse angeflaumt. Also die Leute haben hier massig Zeit anscheinend in der Schweiz, ja, für solche Aktionen. Okay, ich will jetzt die Schweiz über einen Kampf scheren, bis jetzt sind die Erfahrungen so gut. Ja. Das hätte auch in Deutschland passieren können oder in Frankreich oder sonst. Aber sonst sind wir ja echt super zufrieden. Autofahrer überholen durchaus sportlich knapp, aber nicht so aggressiv, dass sie dich erst drücken, damit du Platz machst. Also ja, von deutschen Zeitenabständen wissen die anscheinend hier nichts. Aber gut, andere Länder, andere Regeln, andere Gesetze. Während die Dämmerung einsetzt und es immer dunkler wird, erreichen wir den Ort unserer ersten Übernachtung. Wir verfahren uns zunächst einmal, finden dann aber letztendlich doch die richtige Straße. Vielen Dank an Irmgard für diese kurzfristige Möglichkeit der Übernachtung noch einmal und ihre Gastfreundschaft. Und damit verabschiede ich mich jetzt für den ersten Teil. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, freut euch jetzt schon auf Teil 2. Abonniert den Kanal über die Glocke und lasst mir ein Like da. Unter anderem werdet ihr das sehen. Money, money, money. 9 € für eine Bratwurst mit Brötchen. Hier ist der Gepäckträger ab, kurz vorm Reißen. Wir brauchen einen Fahrradladen. Ich fahre gerade vorne und wie man sieht, ist es nass hier. Wir haben traurige Sonnenblumen rechts vom Weg, würde ich sagen. Ja, Geld. Hat man ja keine Ahnung, ich weiß nicht, das alte irgendwie. Ja, ich weiß. Das Ding aufrüsten müssen bei der Kleidung. Über uns. LKW, Scheiße. Ah! Da ist was, da stehen so Stühle und so. Aber ich weiß nicht, ob das ein Kaffee ist.